Hallo, mein Name ist Matthias Schäffler, ich bin Onkologe mit dem Schwerpunkt zielgerichtete Krebstherapien und ich begrüße Sie ganz herzlich zum heutigen Video zum Thema ROS1. Und ROS1 ist keine Abkürzung. ROS1 steht für die Proto-Oncogene-Tyrosine-Protein-Kinase ROS. Das ist auf keinen Fall zu verwechseln mit ROS im anderen medizinischen Zusammenhang mit dem Reactive Oxygen Species. Und bezüglich der Namensgebung dieses Videos hatte ich mir überlegt, ich orientiere mich ein bisschen an der Eigenbezeichnung der ROS1-Patientengruppe, der formidablen ROS-Wonders, die machen wirklich exzellente Arbeit, und bezeichne das mal als Wunderkerze. Gucken wir uns natürlich nochmal genauer auch in der Zelle an, womit wir es da zu tun haben. Wir sind wieder oben in der Zellmembran und haben es mit den Rezeptor-Tyrosinkinasen zu tun. Und bevor wir jetzt mit ROS1 weitermachen in diesem Video, muss ich eine Sache, die ganz wichtig ist, klarstellen. Es wird im Zusammenhang mit ROS1 und ALK immer behauptet, dass das quasi Zwillinge seien. Das ist auch nicht ganz verkehrt, die decken sehr viel Gemeinsamkeiten. Die sind in ihrer Struktur zu 60% ähnlich und noch weitaus höher, zu über 90% in ihrer Kinase, in ihrem aktiven Proteinanteil. Also Zwillinge von mir aus, aber ganz wichtig, in diesem Video werden wir die Unterschiede zu dem letzten ALK-Video herausarbeiten, mit Sicherheit keine eineiigen Zwillinge. Es gibt da ganz entschiedene Unterschiede zwischen ALK und ROS1 und die versuche ich in diesem Video herauszuarbeiten. Wie bei ALK haben wir es aber auch bei ROS1 vornehmlich mit Fusionen, mit sogenannten Translokationen zu tun. Das heißt, wir haben das ROS1-Gen und wir haben ein anderes Gen, ein Fusionspartner-Gen, und die brechen aus erstmal nicht weiterverfolgten Umständen und bilden somit das Fusionsgen. Das heißt, es hat Anteile von einem anderen Gen, es hat aber den Kinaseanteil von ROS1. Dieses Fusionsgen heißt also, dass wir den extrazellulären Anteil, den ROS1 normalerweise hat, nicht mehr haben und die Kinase sich funktionell, nicht räumlich, das ist wichtig, funktionell von dem Rezeptor löst. Das heißt, die Kinase wird unabhängig von dem, was über dem Signaling von ihr sozusagen steht. Und das bedeutet, dass die Kinase einen Dauerstimulus auslöst auf die nachgeschalteten Signalüberträger und wir somit einen permanenten Signalfluss hin zum Zellkern der Zelle haben, mit der Anweisung, schlichtweg mehr zu machen. Und das hatten wir ja auch mehrfach diskutiert, ist das biologische Korrelat von Krebs. Soweit, so gut erstmal dazu, aber kommen wir jetzt ein bisschen genauer auf die Struktureigenschaften von den Fusionsgenen von ROS1 zu sprechen. Wir haben also den Fusionspartner, der ist hier orange, und wir haben den ROS1-Anteil an dem Fusionsgen. Und Sie sehen, ich habe ihn eingezeichnet, die Kinase ist in allen Fällen eigentlich immer mit dabei. Das heißt, wir haben wie bei ALK auch hier den Fall, dass wir eine ganz normale Kinase haben. Die unterscheidet sich nicht von der normalen, nicht fusionierten Kinase. Und das ist relativ wichtig. Sie wird lediglich nicht mehr durch den Nicht-Kinase-Anteil kontrolliert. Und im Gegensatz zu ALK, wo wir der Einfachheit halber gesagt haben, das hat immer den gleichen Bruchpunkt, haben wir es bei ROS1 mit diversen variablen Bruchpunkten zu tun. Ich habe Ihnen hier noch eingezeichnet TM, das ist die transmembranäre Domäne, das heißt, das ist der Anteil von ROS, der mit der Zellmembran noch verbunden ist. Deswegen hatte ich vorher gesagt, es ist nicht räumlich getrennt, sondern es ist nur funktionell getrennt. Und diese variablen Bruchpunkte, die können nun mal zu längeren oder zu kürzeren Anteilen des ROS1-Fusionspartners führen. Auf der anderen Seite bei den Fusionspartnern haben wir ganz, ganz viele. Auch das ist ein Unterschied zu ALK, wo wir gesagt hatten, in dem Fall besprechen wir nur EML4, das zwar unterschiedliche Varianten hat, aber in diesem Fall bei ROS1 haben wir wirklich fast unzählige Fusionspartner. Und ich habe Ihnen das mal aus einer wissenschaftlichen Publikation zu dem Thema rausgenommen. Das ist schon so ein bisschen Teaser, weil Sie sehen, da sind verschiedene Krebsarten, wo ROS1 eine Rolle spielt, schon genannt. Sie sehen, beim NSCLC, beim Lungenkrebs haben wir CD74 als häufigsten Partner, aber es können auch ganz, ganz viele andere Partner dazukommen. Und bevor Sie jetzt denken, meine Güte, das ist ja alles hochwissenschaftlich und hochkompliziert, wie soll man das alles überblicken, kann ich Ihnen sagen, da gibt es keinen Grund zur Panik, weil es schlichtweg egal ist, wo am ROS1 der Bruchpunkt ist und welchen Fusionspartner ROS1 hat. Wir reden in der Praxis eigentlich nur von ROS1-positiven Krebsarten. Und bisher hat die Erfahrung auch gezeigt, dass es keine großen Unterschiede gibt, je nachdem welchen Fusionspartner haben, je nachdem wie lang der Anteil von ROS1 ist. Die Kinase ist halt immer mit dabei. Welche Rolle spielen jetzt Punktmutationen oder Nukleotidmutationen? Da habe ich Ihnen wieder einen kleinen Auszug aus OncoKB gezeigt. Sie sehen, da ist relativ wenig dargestellt. In der Proteinkinase von ROS1 sind hier 2 verschiedene Mutationen genannt. Da muss man sagen, aktivierende Mutationen
soweit wir jetzt wissen, gibt es von ROS1 in dem Sinne nicht, in dem Sinne von onkogen aktivierenden Mutationen. Aber da möchte ich Ihnen nicht zu viel vorwegnehmen, weil ich da einen jungen, engagierten Kollegen habe, der sehr gerne einen Deep Dive zum Thema ROS1-Mutationen hier auch machen wird. Das kommt in Kürze. Für dieses Video aber spielen die Mutationen, also nicht die Fusionen, sondern die auf Nukleotid- oder Basenebene vonstatten gehen, erstmal keine Rolle, solange wir nicht vom Resistenzsetting sprechen, aber dazu später mehr. Wenn wir aber von Mutationen generell sprechen, muss ich Ihnen oder darf ich Ihnen nicht verheimlichen, dass ca. 20-30% der ROS1-Patienten auch eine TP53-Mutation tragen. Und da kommen wir später auch darauf zu sprechen, welchen Einfluss diese Mutation auf das Ansprechen unter Therapie mit spezifischen Inhibitoren hat. Ich hatte Ihnen ja mit der Abbildung vorhin gezeigt, dass es bei verschiedenen Krebsarten vorkommen kann, so ein bisschen angeteasert und würde jetzt noch mal ein bisschen genauer drauf eingehen. Ganz wichtig ist, Sie sehen hier die Prozentzahlen, dass das so oder so eine relativ seltene Mutation ist. Wir haben beim Lungenkrebs ca. 1-2% betroffene Patienten. Es kommt aber beim IMT, das kennen wir noch aus dem ALK-Video, das sind die inflammatorischen myofibroblastischen Tumoren, zu ca. 10% vor, also da schon eine deutliche Ähnlichkeit zu ALK. Es kommt auch bei Gliomen vor und es kommt mit bis zu 17% auch bei sogenannten spitzoiden Tumoren vor, die wiederum aber sehr, sehr selten sind. Und darüber hinaus, anekdotisch, also wirklich in Einzelfällen, haben sie noch eine ganze Menge anderer Krebsarten. Würde ich jetzt hier nicht vorlesen, aber Sie sehen, da sind auch durchaus häufigere Krebsarten dabei. So ein bisschen spiele ich schon mit dem Gedanken, dieses Kapitel, woher das kommt, vielleicht für zukünftige Videos außen vor zu lassen, weil ich Ihnen in den meisten Fällen ja sagen muss, keine Ahnung. In diesem Fall ist es relativ ähnlich. Man kann jetzt natürlich so ganz clever sein und sagen, Moment, es kommt bei Lungenkrebs vor, das ist ein Rauchertumor und es kommt bei einer Hautkrebsform vor. Also könnte es ja irgendwas mit UV-Licht zu tun haben. Da kann man aber relativ entschieden sagen, diese Risikofaktoren treffen nicht zu. Die Lungenkrebspatienten mit ROS1-Fusion sind ähnlich wie die ALK-positiven Patienten oder auch die EGFR-mutierten Patienten in erster Linie nie Raucher. Also hier können wir das Argument, dass das vom Rauchen kommt, vernachlässigen. Außerdem wissen wir ganz gut, was UV-Licht mit der DNA so macht. Es gibt eine gewisse Signatur, wo man ableiten kann, aha, dieser Krebs ist wahrscheinlich UV-Licht assoziiert. Das ist bei den spitzoiden Tumoren aber ebenfalls nicht gegeben. Deswegen können wir Rauchen und UV-Licht zumindest mal ausklammern als Ursache für die Krebsentstehung. Bei der Therapie müssen wir aber jetzt ganz aufmerksam sein, ganz genau aufpassen, weil jetzt ist natürlich klar, dass wir diese Ähnlichkeiten zu ALK in Betracht ziehen müssen, aber auch die Unterschiede herausarbeiten müssen. Ich starte aber nochmal, wie man ursprünglich ALK behandelt hat, nämlich mit Crizotinib. Und da hatten wir ja die Geschichte, dass wir die pharmakokinetische Resistenz haben, dass es ganz viele schnelle Hirnmetastasen gibt unter Crizotinib-Therapie, weil das Crizotinib eben nicht die Blut-Hirn-Schranke überwindet. Und demgegenüber haben wir in deutlich selteneren Fällen eine genetische Resistenz. Und mit der Erfahrung der ALK-Therapie und der Erkenntnis, dass ALK und ROS1 ja relativ verwandt sind, relative nicht eineiige Zwillinge sind, hat man sich natürlich bei allem Therapeutischen auf die pharmakokinetische Resistenz gestürzt. Also wie können wir Medikamente einsetzen, die die Blut-Hirn-Schranke überwinden, dass es nicht unter Therapie, während der Tumor ansonsten komplett kontrolliert ist, zu Hirnmetastasen kommt. Und hier wird die Sache ein bisschen übersichtlicher als bei ALK. Kommen wir auch gleich zu, warum dem so ist. Wir haben also das Crizotinib in der Erstlinie und haben da ja gesagt, naja, das überwindet nicht die Blut-Hirn-Schranke. Also alles, was wir machen in Richtung Hirnmetastasen vermeiden, wird durch das Crizotinib nicht abgedeckt. Wir haben außerdem zwei Substanzen, ich habe auch zwei durchgestrichen, die eigentlich praktisch keine Rolle spielen und wo ich mir mit dem Zulassungsstatus auch nicht ganz sicher bin. Wir haben aber noch zwei Substanzen, nämlich das Entrectinib und das Lorlatinib, und die sind extremst gut hirngängig. Die überwinden die Blut-Hirn-Schranke extrem gut. Und Sie merken, wir sind schon direkt bei der ROS1-spezifischen Therapie. Gehen wir da nochmal zurück. Wenn wir mit Crizotinib starten, dann muss man ganz klar sagen, spielt bei ROS1 die pharmakokinetische Resistenz keine große Rolle. Die Erfahrung haben wir jetzt über Jahre oder eigentlich sogar schon Jahrzehnte gesammelt, dass dieses Auftreten von Hirnmetastasen unter Crizotinib-Therapie wirklich eine ALK-typische Eigenschaft ist und die nicht auf ROS1 zu übertragen ist. Bei ROS1 haben wir deutlich weniger Hirnmetastasenentstehung unter Therapie.
Wir haben also Crizotinib ohne Hirnwirksamkeit und wir haben Entrectinib und Lorlatinib mit Hirnwirksamkeit. Wir haben bei ROS1 aber schlichtweg nicht so viel mit Hirnmetastasen zu tun. No-Brainer ist, dass wenn Hirnmetastasen bei Ersttherapie vorhanden sind, beziehungsweise vor Ersttherapie vorhanden sind, wird man natürlich mit dem Entrectinib starten. Ansonsten ist Crizotinib nach wie vor, auch nach mehr als 10 Jahren, das absolute Mittel der Wahl zur Erstlinientherapie von ROS1-positiven Lungenkrebs. Warum dem so ist, habe ich Ihnen auch nochmal zusammengefasst. Gucken wir uns als allererstes das Ansprechen an. Ansprechen, habe ich schon ein paar Mal gesagt, ist ein klar definierter Begriff. Das ist nicht Bauchgefühl des Onkologen, sondern Ansprechen heißt, die Tumormanifestationen schrumpfen um mindestens 30%. Und das Ansprechen für diese 3 Substanzen ist in allen Fällen einfach super. Das ist jenseits der 60%, 70%. Dann sind natürlich auch viele Patienten dabei, wo eben die 30% nicht erreicht werden, aber vielleicht 27% Reduktion. Also in der Summe kann man sagen, ROS1 mutierte im Sinne von fusionierte NSCLCs sprechen exzellent auf diese 3 Substanzen an. Etwas spannender ist allerdings das progressionsfreie Überleben, weil das ja der große Unterschied zwischen Crizotinib und den neueren Generationen an ALK-Inhibitoren bei der ALK-positiven Therapie ist, weil da ja unter Crizotinib nach 6, 7, 8 Monaten oder von mir aus auch 11 Monaten die Hirnmetastasen einen Progress bedingen. Und wenn das Gleiche für ROS1 ebenfalls so wäre, würden wir jetzt hier auch deutliche Unterschiede zwischen Crizotinib, Entrectinib und Lorlatinib erwarten. Und da muss man sagen, das ist absolut nicht der Fall. Sie sehen, die tun sich insgesamt nicht viel, 15,7, 20,0, 21,0 Monate, das ist alles sehr gut. Wie gesagt, progressionsfreies Überleben, also wie lange wirkt das Medikament und hält den Tumor unter Kontrolle. Und aufgrund dieser Daten muss man sagen, kann man auch das Lorlatinib einklammern. Es hat keine Erstlinienzulassung bei ROS1 fusionierten Krebserkrankungen. Gucken wir uns das Gesamtüberleben an, das ist ja vielleicht noch eine Ecke interessanter. Und Sie sehen diese Linie, das ist von einer amerikanischen Studie, in der man Lungenkrebspatienten mit ROS1-Fusion analysiert hat, beziehungsweise den Crizotinib gegeben hat und Sie sehen, die Kurve sieht schon ganz gut aus. Die ist relativ parallel zu der X-Achse. Ich habe mir die Freiheit genommen, dass wir unsere eigenen Daten einfach mal drüberlegen, weil wir hatten auch eine Studie mit ROS1-positivem NSCLC und Sie sehen, die Unterschiede sind nicht frappierend. Wir hatten zu dem Zeitpunkt, als wir diese Kurven übereinander gelegt hatten, in unserem Fall noch kein Gesamtüberleben erreicht, weil wir orientieren uns ja immer am Median. Das ist die gestrichelte blaue Linie, die Sie hier sehen. Und die war, wie gesagt, zum Zeitpunkt der Publikation noch bei weitem nicht erreicht. Das ist aber jetzt nachgeholt und wir können guten Gewissens auch behaupten, dass auch in unserer Kohorte, das wird hoffentlich bald nachlesbar sein, auch das Gesamtüberleben über 50 Monate, also über 4 Jahre ist. Und jetzt fällt Ihnen vielleicht auch was auf. Wir haben 20 Monate progressionsfreies Überleben und wir haben über 50 Monate Gesamtüberleben. Wir haben aber, zumindest habe ich Ihnen nur gezeigt, eigentlich immer nur Erstlinientherapien, wo man keine Sequenz drauf aufbauen kann. Das heißt, wir haben eine Diskrepanz von 30 Monaten, die nicht durch die gute Medikamentenwirkung vom Crizotinib oder Entrectinib erklärbar ist. Und hier kann man sagen, ich habe das mal in Anführungszeichen als historisch bezeichnet, es war so, als es nur Crizotinib und Entrectinib zur Verfügung gab, dass man im Progress nicht nervös wurde, sondern dass man im Progress geguckt hat, vielleicht kann ich ja auch noch die Chemotherapie verwenden. Es war eine eigene Arbeit, in der wir schon vor mittlerweile 9 Jahren gezeigt haben, dass die ROS1-positiven NSCLC-Patienten auch von der Chemotherapie ganz gut profitieren. Und man kann auch lokale Verfahren anwenden. Wenn Sie nur eine neue Metastase haben, die womöglich bestrahlbar ist oder auch resizierbar ist, dann wird teilweise eher sowas, ein lokales Verfahren, angewandt. Man spricht in solchen Fällen dann von der oligoprogressiven Erkrankung, also dass nicht der ganze Krebs einheitlich mehr wird oder aggressiver wird, sondern dass es einzelne Läsionen gibt, die wachsen und dementsprechend nimmt man sich da so ein bisschen die Freiheit heraus, das dann auch lokal anzugehen. In diesem Fall absolut mit Erfolg. Naja, und einer Sache können Sie sich natürlich immer sicher sein, wenn Sie vielleicht das ein oder andere Video auf diesem Kanal schon gesehen haben. Wir werden natürlich unser Credo nicht verlassen, dass in so einem Progress unbedingt biopsiert werden muss. Entweder der wachsende Tumor oder die wachsende Manifestation oder, was auch geht, machen wir auch noch ein Video zu, per Blutentnahme, per Liquid Biopsy. Weil das gibt uns letzten Endes ja die Information, ob man nicht auch systemisch mit einem anderen Inhibitor weiter therapieren könnte.
Also pharmakokinetische Resistenz, kein großes Ding bei ROS1 fusionierten NSCLC und auch bei, soweit wir wissen, ROS1 fusionierten anderen Krebserkrankungen. Heißt für uns aber, und deswegen der kleine Lobgesang auf die Biopsie, wir müssen uns auf die genetische Resistenz stürzen. Und hier gibt es potenziell zwei Möglichkeiten, Szenarien, die wir uns vorstellen können. Zum einen kann es natürlich sein, dass in ROS1 es eine Mutation gibt, die dafür sorgt, dass der Inhibitor, den wir einsetzen, namentlich Crizotinib, Entrectinib, nicht mehr so gut binden kann. In solchen Fällen müssen wir natürlich an andere Inhibitoren denken, die wir da einsetzen können oder auch an andere Therapiemodalitäten wie die Chemotherapie oder die Immuntherapie. Wenn dagegen Off-Target, also ein anderes Gen, aktiviert wird durch Mutation im Resistenzsetting, dann wird es ein bisschen schwieriger, weil dann ist nicht gesagt, dass unser eigentlicher Inhibitor keine Wirkung mehr hat, sondern dann müssen wir überlegen, wie wir die neu dazugekommenen sogenannten Off-Target-Resistenzen angehen können. Und das können wir mit zusätzlichen Inhibitoren versuchen. Ist aber eine Ecke komplexer, weil Sie auch im Hinterkopf haben müssen, das kann ja Nebenwirkungspotenzial haben und. Und ich habe Ihnen hier eine Arbeit rausgesucht, die das Ganze mal so ein bisschen praktisch zeigen soll. Links sehen Sie so ein komisches Tortendiagramm und darunter nach Crizotinib-Therapie. Rechts sehen Sie ebenfalls ein komisches Tortendiagramm und darunter steht nach Lorlatinib-Therapie. Das sind alles Rebiopsie-Ergebnisse, die Sie hier sehen. Das Kritischste ist das Graue, da finden wir schlichtweg gar nichts an Resistenzmechanismus. Das Blaue in beiden Fällen, das sind die sogenannten On-Target-Mutationen, also die danach schreien, einen neuen Inhibitor einzusetzen. Und ich habe Ihnen das hier als größte Kuchenstück, die G2032R-Mutation, eine sogenannte Solvent-Front-Mutation, die dafür sorgt, dass die Inhibitoren nicht mehr so gut binden, hier auch nochmal eingezeichnet. Und was Sie auch sehen nach Crizotinib ist gerade diese Mutation, die G2032R, vornehmlich für die Resistenzen on-target verantwortlich. Es gibt da noch zwei kleine andere Mutationen, die so verpixelt sind, dass man sie hier nicht sehen kann. Demgegenüber haben Sie nach Lorlatinib-Therapie aber einen Blumenstrauß an verschiedenen Mutationen, die wir da haben. Und zusätzlich dazu haben wir auch noch mehr Off-Target-Effekte und das, was hier orange eingezeichnet ist, das sind die Kombinationen. Und die G2032R haben wir auch nochmal hier dargestellt. Was Sie hier sehen, in Ampelfarben gehalten. Links, jede Zeile, ist eine potenzielle Resistenzmutation von ROS1. Potenziell deswegen, weil viele davon noch gar nicht beim Menschen entdeckt worden sind unter Therapie, sondern artifiziell im Labor sich entwickelt haben. Und in jeder Spalte sehen Sie die Inhibitoren. Und hier gucken wir uns natürlich im Speziellen die G2032R-Mutation an. Wir haben hier das Cabozantinib grün dargestellt. Das hatte ich aber in einem anderen Slide vorher ja durchgestrichen, weil es einfach nicht zugelassen ist für die ROS1-positive Therapie beim NSCLC. Es hat andere Zulassungen. Und Sie sehen, dass die ganzen Inhibitoren, die wir sonst womöglich auch von ALK kennen, hier nicht mehr gut wirken. In solchen Fällen spricht man auch immer gerne von einem Unmet Need. Also man muss sagen, G2032R kommt vor, kommt nach Crizotinib-Therapie, habe ich Ihnen jetzt nicht gezeigt, es kommt natürlich auch nach Entrectinib-Therapie und es kommt nach Lorlatinib-Therapie vor. Und bisher haben wir nicht so viel potente Mittel zur Verfügung, die diese Mutation nochmal genau angehen können. Allerdings haben die Bostoner Kollegen, die sich mit den Resistenzen auseinandergesetzt haben, in dem gleichen Paper bereits nachgeguckt, wie das denn bei ihren Patienten so ist. Und das sind, wie gesagt, keine artifiziell erzeugten Mutationen, sondern das sind jetzt wirklich Modelle aus den Tumoren der Patienten gezogen. Und hier haben wir die G2032R und Sie sehen, dass da das Lorlatinib so mittel ist, dass es einen anderen Inhibitor namens Taletrectinib gibt, wo es auch so mittel ist. Und dass es mit Repotrectinib und wie im vorherigen Slide auch mit Cabozantinib halt zwei Substanzen gibt, die bei G2032R relativ potent sind. Das Repotrectinib befindet sich gerade in klinischen Studien und ist noch weit davon entfernt, endgültige Daten liefern zu können. Ich habe ihn aber trotzdem mal aufgezeichnet. Es hat ebenfalls in der Erstlinientherapie hervorragende Ansprechraten. Ich würde sogar noch einen 6. Stern vergeben, weil wir da teilweise die 90% kratzen und das progressionsfreie Überleben ist noch nicht erreicht. Müssen wir mal gucken, wie sich das positioniert versus Crizotinib und Entrectinib. Kommen wir aber nochmal zu den Ähnlichkeiten zu ALK. Da hatte ich Ihnen eine Slide mit aber dargestellt, weil auch für ROS1 muss man natürlich gucken, inwiefern die Medikamente von der Verträglichkeit her gut sind. Wir haben hier auch die Frage Best First oder Sequenz. Also wenn wir jetzt eine Substanz hätten, die womöglich G2032R inhibiert, geben wir die dann
in Erstlinie oder warten wir, bis G2032R detektiert wird? Verträglichkeit hatte ich ja auch schon angesprochen. Hier sehen Sie nochmal die Medikamente, von denen wir bisher gesprochen haben, und ich habe Ihnen hier gelb als Gehirn ja die Hirngängigkeit der verschiedenen Substanzen dargestellt. Und das ist so ein bisschen Fluch und Segen zugleich. Auf der einen Seite, wenn man an den Tumor denkt, ist es natürlich super löblich, wenn man Medikamente hat, die man als Tablette einnehmen kann und die dann enorm gut das Gehirn erreichen und mögliche Hirnmetastasen in den Griff bekommen. Nachteil ist aber natürlich, dass im Gehirn natürlich auch noch andere Strukturen sind, die wir womöglich nicht inhibieren wollen und die womöglich neurologische Nebenwirkungen erzeugen können. Und Sie sehen, im Entrectinib ist das relativ unverhohlen dargestellt, dass das natürlich auch ein NTRK-Inhibitor ist. Wir machen zu NTRK natürlich noch ein eigenes Video und werden sehen, wie toll diese Substanzen da funktionieren und was die für einen Benefit auch teilweise bei Kindern und so tumoragnostisch rausholen. Aber in dem Fall, wo wir ROS1-positiven Lungenkrebs haben, wollen wir NTRK eigentlich nicht inhibieren, weil NTRK in erster Linie sich im Gehirn tummelt, NTRK2 namentlich. Beim Repotrectinib sehen Sie auch, dass da das TRK drin ist. Also hier müssen Sie ähnlich wie beim Lorlatinib schon davon ausgehen, dass das durchaus neurologische Nebenwirkungen haben kann. Kommen wir nochmal auf den Einfluss von TP53 zu sprechen. Ich hatte Ihnen ja erzählt, dass mindestens 20%, vielleicht sogar 30%, in unserer Eukros-Studie 28%, eine zusätzliche TP53-Mutation haben. Und wir hatten gesehen, dass bei ALK-fusionierten Patienten die TP53-Mutation ja richtig schlecht ist. Richtig das Ansprechen und den Benefit von zielgerichteten Therapien vermindert. Und hier eine ganz spannende Sache. Ich habe ja hier geschrieben ca. 20% und habe gerade ja im Nebensatz erwähnt, dass in unserer Eukros-Studie, die 2019 publiziert wurde, wir 5 von 18 Patienten haben, also 28% mit TP53-Mutation. Und diese Patienten haben in der Tat auch bei allen klinischen Parametern, sei es Ansprechen, progressionsfreies Überleben, Gesamtüberleben, einen Nachteil gegenüber den Patienten, die keine TP53-Mutation haben. Ich habe aber meinerseits 2014 bereits eine ROS1-Kohorte analysiert und da fiel auf, da war gar nicht so viel TP53 dabei. Dazu machen wir ein getrenntes Video, was es mit dem sogenannten Selection Bias bei klinischen Studien oder auch bei retrospektiven Auswertungen zu tun hat. Bei der Frage, was die Forschung jetzt genau macht, kann ich ein bisschen copy-pasten aus vorherigen Videos. Die Viertgenerations-TKIs sind im Kommen, die sich auf die Fahnen geschrieben haben, dass sie eben nicht die üblichen Verdächtigen, die wir von ALK auch kennen, nämlich NTRK, MET, ALK, mit inhibieren, wenn wir ROS1 inhibieren wollen, und die natürlich auch mit den Solvet-Front-Mutationen wie der G2032R-Mutation klarkommen und das wäre natürlich sehr erfreulich, auch mit den TP53-Mutationen klarkommen. Das ist alles in klinischen Studien und da sind die Fortschritte wirklich phänomenal. Da kommt mehr und mehr und mehr und wir können davon ausgehen, dass man in naher Zukunft die Patienten sogar noch besser therapieren kann.